Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mein leckeres Rezept für Kısır, das ist türkischer Bulgursalat. Der Salat besteht hauptsächlich aus feinen Bulgurweizen und wird aber mit einem richtig leckeren Dressing getoppt und es wird ganz viel Gemüse untergehoben. Für unser Kısır benötigen wir feinen Bulgur. Es ist ganz wichtig, dass er fein ist. Ein paar mehr Tipps beim Kauf schreibe ich euch in die Infobox. Das ist auch ganz wichtig, wie viel Bulgur ihr im Vergleich zur Wassermenge habt. Ich habe es für euch in Gramm abgemessen und auch nochmal in die Infobox geschrieben. Des Weiteren benötigen wir Eisbergsalat, Gurken, Petersilie, Frühlingszwiebeln, außerdem Tomaten und Zitronen, Olivenöl, Tomatenmark und Paprikamark. Zum Würzen noch Salz und ganz wichtig ist auch Granatapfelsirup. Nun bereiten wir zuallererst den Bulgur zu und geben den zusammen mit dem Salz in eine ausreichend große Schüssel. Nun wird das gut umgerührt, damit auch der Bulgur gleichmäßig gesalzen ist und wir geben das kochende Wasser mit hinzu. Ich habe es mir hier nochmal frisch aufgekocht, damit es auch wirklich heiß ist, gebe das über den Bulgur und verteile das gut. Sobald das Wasser mit dem Bulgur gut verrührt wurde, geben wir einen passenden Deckel darüber oder in meinem Fall einen Teller und lassen das Ganze mindestens 10 Minuten quellen. In der Zwischenzeit geht es weiter mit der Fleißarbeit. Jetzt wird das Gemüse in feine, dünne Stücke geschnitten. Für mich persönlich gehören zum Kısır immer ganz feine und kleine Gemüsescheiben, deshalb schneide ich Tomaten, Gurken und Co. immer so fein wie möglich. Wer übrigens bestimmte Gemüsesorten wie Petersilie oder Frühlingszwiebeln nicht mag, der kann das auch ganz einfach weglassen oder durch andere Gemüsesorten ersetzen. Zu meinem Kısır-Rezept gehören Frühlingszwiebeln. Einige nehmen auch die ganz normalen Zwiebeln oder die roten. Ich finde das persönlich mit den Frühlingszwiebeln am besten, aber auch hier gilt, dass ihr total variabel sein könnt und das nimmt, was euch am besten gefällt. Das Gemüse ist soweit vorbereitet und kann jetzt erstmal an die Seite gelegt werden. Nun zeige ich euch, wie wir das Dressing zubereiten. Hierfür nehme ich mir zuallererst meine Zitrone und presse den Saft aus. Nachdem der Zitronensaft komplett ausgepresst wurde, geben wir das Olivenöl und den Granatapfelsirup mit hinzu. Bei den Zutaten rate ich euch, sie nicht auszutauschen, denn die sind sehr wichtig für den Geschmack. Olivenöl hat nochmal einen richtig leckeren Eigengeschmack und Granatapfelsirup ist unverzichtbar bei Kısır.
Nachdem das dann gut verrührt wurde, geben wir das an die Seite und machen weiter mit unserem aufgequollenen Bulgur. Ich lockere den Bulgur jetzt noch ein wenig mit meinem Löffel auf und dann geht es weiter mit unserem Tomaten- und Paprikamark. Nun arbeiten wir mit unseren sauberen Händen weiter und vermengen Bulgur mit Tomaten- und Paprikamark. Und das funktioniert am allerbesten, indem ihr das zwischen den Händen aneinander reibt und dann färbt sich das Ganze automatisch in diese schöne rote Farbe. Sobald dann der Bulgur fertig vorbereitet wurde, geben wir unser vorgeschnittenes Gemüse mit hinzu und rühren das gut unter. Zu guter Letzt noch das Dressing hinzufügen und auch sehr gut miteinander verrühren und dann ist unser Kısır auch schon fertig. Ihr seht also, mit etwas Fleißarbeit habt ihr ganz einfach leckeres, gesundes und frisches Kısır selber hergestellt. Falls ihr jetzt auch Lust habt, Kısır herzustellen, dann schaut mal unten in die Infobox. Ich habe für euch alle genauen Mengenangaben und Zutaten aufgeschrieben und außerdem freue ich mich über eure Fotos auf Instagram mit dem Hashtag Kikis Kitchen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr auch nichts mehr verpasst und ich sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen.